Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch die Slishman Traction Splint von Rescue Essentials. Ja, ich freue mich heute, dass ich euch was zeigen kann, was wir zumindest bei uns im Rettungsdienst in Bayern, das hört man ja, dass ich daherkomme, nicht zur Verfügung stehen haben. Und zwar geht es darum, um die Versorgung einer Oberschenkelfraktur mittels einer Streckschiene. Das Ganze wäre die Slishman Traction Splint von Rescue Essentials und die Slishman Traction Splint Kompakt, ebenfalls von von Rescue Essentials. Gut, wir schauen uns das mal an, und zwar gehen wir erst einmal zu der normalen Größe. Das Ganze geht darum, und zwar bei der Oberschenkelfraktur kann sein, natürlich der Knochen ist gebrochen, dann kann es sein, dass die sich lösen, die beiden Enden voneinander, dass es sich auch verschiebt zueinander oder dass es auch reibt, dass diese Frakturenden aneinander reiben. Und das, was wir hier machen, ist, wir ziehen quasi mit einer Zugschiene die Enden des Knochens wieder in die richtige Position und halten sie auch ein bisschen auseinander. Nämlich, wenn diese Enden aneinander reiben, ist es für den Patienten auch immer schmerzhaft. Ist auch eine Blutungsfrage. In den großen Röhrenknochen wird Blut hergestellt oder produziert. Das läuft dann aus in den Oberschenkeln und deswegen wollen wir, dass das wieder an der richtigen Ort und Stelle ist. Da in so einem Oberschenkel kann locker mal 1 bis 2 Liter Blut mit reinlaufen. Das wollen wir damit auch vermeiden. Die Zugschiene oder Traction Splint ist klein verpackt, ist röntgendurchlässig und lässt sich auch innerhalb von 60 oder unter 60 Sekunden sogar beim Patienten mit anlegen. Das Ganze natürlich sinnvoll, wenn das vorher beübt wird. Die normale Standardgröße ist da im Übungsaufwand recht gering. Bei der Kompakt braucht man ein kleines bisschen mehr Übung mit dazu. Das zeigen wir euch gleich, wie das funktioniert. Ein riesen Vorteil hat das Ganze noch bei beiden Varianten. Ich muss es nicht im Voraus anmessen und dann an den Körper erst anpassen, oder anlegen, sondern ich lege es direkt an den Körper mit an und ich strecke dann direkt an der Extremität am Bein die Schiene auf die richtige Länge mit dazu. Dann haben wir zusätzlich noch ein Band mit dazu, wo man die Beine miteinander fixieren kann. Das heißt, dann ist das Ganze noch wesentlich weniger verwindungsmöglich oder verdrehmöglich. Und vor allem, was ein Riesenvorteil ist, ich habe diese Schiene, die nicht über das Bein hinausreicht. Das ist gerade dann, wenn es mit wenig Platz zugeht, also sprechen wir auch mal die Hubschrauberrettung mit an, dann habe ich kein überstehendes Teil, was am Patienten mit dran ist, also sparen wir uns das hier auch nochmal und es schützt den Patienten natürlich auch noch in gewisser Art und Weise. Wir schauen uns das mal an, das ist wie gesagt die normale Standardgröße Slishman Traction Splint. Wir haben es hier auch in der Standardverpackung mit drin. Es gibt auch eine taktische Verpackung mit dazu, das heißt, da sind keine leuchtend weiß-roten Farben mit drauf, sondern das ist in einem dezenteren Grau gehalten und mit Befestigungslaschen für Molle von außen dran. Das heißt, ich kann es am Rucksack mit befestigen, an der Weste mit dran befestigen und es schlagert auch nicht hin und her. Hier haben wir die zivile Variante. Wir öffnen das, entnehmen das ganze Set mal aus dieser Tasche mit raus. Und dann schauen wir uns das Stück für Stück an, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben hier zum einen, Moment, das gehört da drauf. Wir haben hier zum einen das Knöchelband. Da machen wir den Klett mal mit auf. Und dieses Knöchelband, müssen wir so rumnehmen, wird um den Knöchel des Patienten mit rumgelegt. Und hier haben wir, das sieht man schon, hier diese kleine Kappe, diese Kunststoffkappe, die soll immer in Patientenrichtung zeigen, also nicht zum Fuß, sondern zum Körper hin und an der Außenseite mit sein. Diese Kante, die hier diese Kappe bildet, ist quasi dem Patienten dann mit zugewandt. Wir schieben das vorsichtig unter dem Knöchel des Patienten mit durch. Wenn ich jetzt schon jemanden habe, der das Bein auf Zug nehmen kann, ist es jetzt natürlich schon mal schmerzfreier oder schmerzreduzierter für den Patienten. Und dann kann ich auch leichter dieses Band unter dem Bein durchführen. Dann fixiere ich das Klett außen um den Knöchel des Patienten mit rum. Als nächstes nehme ich mir die ausfahrbare Stange hier schon mal, diese Schiene, und führe das Band unter dem verletzten Bein von dem Patienten schon mal durch. Das heißt, ich schiebe das vorsichtig wieder unten durch. Und wie gesagt, wenn einer fixiert, ist es wesentlich leichter, weil dann kann man das Bein leichter anheben. Ansonsten muss ich es halt vorsichtig unten durchschieben. Das Band wird unter dem Patientenbein durchgeschoben und auf der Oberseite
Da lege ich das weibliche Stück quasi von dieser Gurtschnalle mit auf. Das liegt auf der Hüfte quasi von oben, das kommt zwischen den Beinen mit raus. Dann kann ich die Schnalle schon mal befestigen an dem Hüftbereich und dann ziehe ich das Band auch schon mal fest. Hier unten drunter haben wir so ein polsterndes Neoprenfeld noch mit dazu, was es recht angenehm macht oder Druckstellen halt verhindert. Als nächstes mache ich an dieser Streckschiene einmal hier diese Stellschraube mit auf. Und dann kann ich nämlich diese Schiene schon mal ganz grob anpassen. Ich führe das da unten in die Kappe mit ein, wenn es am Patienten angelegt ist. Und dann kann ich es jetzt schon mal auf eine gute Länge strecken. Das heißt, ich passe es jetzt an die Patientenbeinlänge mit an. Und dann drehe ich die Schraube hier wieder zu. Fixiere es quasi, damit diese Stangen sich nicht ineinander schieben. Und jetzt als nächstes kommt, ich habe hier oben noch eine andere Stellschraube. Die löse ich, die an dem roten Band dran ist. Und jetzt kann ich mit diesem Knebel, da ist ein Flaschenzug quasi innen drin, das heißt mit weniger Kraftaufwand, kann ich diese Streckschiene nach oben nochmal mit rausziehen und kann sie so weit ziehen, bis es dem Patienten quasi möglichst schmerzfrei ist. Das Ganze kann ich tatsächlich natürlich auch so machen, dass ich den Patienten zu Hilfe nehme. Das heißt, ich drücke den Knebel dem Patienten in die Hand. Und er soll selber daran ziehen, bis es ihm so weit wie es halt geht, wie es ihm möglichst dann schmerzfrei möglich ist. Und dann kann der die auch mit festhalten und dann drehe ich in dem Moment diese Stellschraube hier wieder zu und ich fixiere diese Schiene auf diese Länge. Und dann haben wir genau diesen Effekt, was wir wollen. Das heißt, dass die beiden Knochenenden nicht mehr reibend aneinander sitzen. Ich habe das Ganze geschient und habe es auf Zug genommen und das nimmt tatsächlich dem Patienten den Schmerz weg. Dann haben wir hier noch ein Band mit drin. Und zwar lege ich das auf die Patientenbeine mit drauf. Das steht sogar drauf, auf welcher Seite das sein soll. Das ist die Innenseite vom Patienten, das ist beschriftet. Und ich mache das an dieser Schiene fest, so wie man es kennt, nicht über dem Kniegelenk, sondern entweder oben drüber oder unten drunter. Und dann kann ich das Ganze, wenn es über den Patienten drüber liegt, dann schiebe ich das von der Rückseite unter den Beinen durch. Dann kommen wir hier an. Und dann kann ich das oben auf sich selber festkletten und kann es hier befestigen. Und das ist vom Prinzip schon alles, was dabei gemacht wird. Und so kann ich den Patienten relativ schmerzfrei machen. Und dann kommt natürlich das, was wir sonst auch immer machen. Schaufeltrage auf die Vakuummatratze absaugen und den Patienten möglichst schmerzfrei mit dieser Schiene in der Vakuummatratze zum Krankenhaus transportieren. Dann haben wir jetzt die Standardgröße der Traction Splint gemacht. Schieben wir das Ganze mal auf die Seite. Ich lasse es hier vorne noch mit liegen als Vergleich. Und dann nehmen wir uns die Kompaktvariante nochmal mit dazu. Also ist ein bisschen kleiner verpackt, ist natürlich auch von der Anwendung her ein bisschen anders. Und zwar bei dieser kompakten Größe kann ich nicht das komplette Bein bis nach unten anlegen und strecken. Das gibt diese Größe natürlich nicht ganz mit her. Und zwar deswegen nehmen wir dieses Knöchelband jetzt und legen das unterhalb vom Knie mit an. Unterhalb vom Knie, oberhalb von der Wade, genau in dieser Kuhle, die wir da mit drin haben. Da lege ich das Knöchelband mit rum. Und jetzt, wenn wir mal mit drauf schauen, dann ist nämlich diese erste Hauptstange quasi, die ist schon zum Verlängern gedacht. Und wir brauchen da keine Schrauben lösen, sondern wir haben hier eine kleine Bohrung mit drin in dieser Stange. Und wenn ich das auseinanderziehe, dann kommt dieser kleine Splint oder dieser kleine Bolzen mit raus. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Und dann fixiert sich das automatisch, nachdem ich das gezogen habe. Das ist einfach so ein Eindrückbolzen. Wenn ich den reindrücke, dann kann ich das wieder zusammenschieben. So hätten wir es nach außen fixiert. Wenn der jetzt sichtbar ist, dann ist es festgemacht. Das da haben wir jetzt unterhalb vom Knie schon befestigt. Das da wäre jetzt wieder das obere Band, was wir unter dem Oberschenkel durchführen, oben auf dem Oberschenkel zusammenführen. Und auch da haben wir, wie bei der langen Variante, dieses Neoprenkissen oder Neoprenteil mit dran, damit es den Patienten ein bisschen schont. Dann machen wir führen wir die Schnalle wieder zusammen, ziehen das Band erstmal grob fest am Oberschenkel. Und auch hier haben wir dieses Band und allerdings muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich zeige es in der Nahaufnahme nochmal mit dazu. Da ist so ein kleiner Schlitz außen in dieser inneren roten Stange. Das wird später unsere Fixierungsnut, die wir da haben. Das heißt, ich ziehe, wenn das am Patientenbein schon angelegt ist, ich ziehe das auseinander, bis wir die richtige Länge haben. Wie gesagt, kann ich den Patienten auch machen lassen. Und dann muss ich dieses Band in diesem Schlitz erstmal fixieren.
Dann ist es schon mal arretiert, das heißt, es kann sich nicht mehr weiter zusammenschieben. Und dann habe ich außen dran nochmal diese 2 Halterungen, die wie bei einem Bootshaken, wo ich den festmachen kann. Da wickele ich meine Schnur dann einfach außen mit rum und so ist es dann schon mit fixiert. Das Bein ist gestreckt und bleibt in dieser Position. Was sie uns noch mit beigelegt haben, ähnlich wie bei dem großen, bloß halt kleiner verpackt, das kennen wir schon aus einem anderen Video, das Slishman Pressure Wrap. Das haben die hier genommen, um das zur Fixierung der Beine zu nehmen. Also genauso wie beim großen vorhin auch, schiebe ich das unter den Beinen von dem Patienten mit durch, hole es auf der anderen Seite wieder mit dazu und dann kann ich die Beine vom Patienten so mit fixieren, mit diesem abgewandelten Pressure Wrap. Dann sind die Beine nämlich nochmal wesentlich weniger rotationsanfällig. Das heißt, mein gesundes Bein schient das kranke Bein oder verletzte Bein dann zusätzlich nochmal mit. Wir kommen zum Fazit von dem Ganzen. Beide machen vom Prinzip das Gleiche. Die Kompaktversion ist, wie der Name das schon sagt, natürlich kompakter verpackt, leichter oder kleiner zu transportieren. Hat automatisch auch diese Halterungen mit dran für Molle, um es am Rucksack oder am Plattenträger mit festzumachen. Vom Ausbildungsaufwand her würde ich sagen, ist die Kompaktversion ein bisschen höher, weil man ganz einfach darauf achten muss, dass ich da oben mit diesem Schlitz, den ich da drin habe, immer die richtige Einstellung treffe. Das heißt, wenn meine Schnur schon eingeklemmt ist, dann kann ich es schlecht auseinanderziehen. Aber es ist genauso gut machbar und es erfüllt letztendlich den gleichen Zweck mit einem geringeren Packmaß. Ansonsten, wenn das Packmaß nicht stört, das ist jetzt ungefähr ein Drittel, was ich erspart habe, dann kann ich natürlich auch die fast bequemere oder angenehmer zu benutzende große Variante nehmen von dem Ganzen und kann bis zum Knöchel runter natürlich strecken. Darum geht es. Okay, beide haben ihre Berechtigung, beide sind gut anzuwenden. Wie gesagt, die kompakte mit ein bisschen mehr Ausbildungsaufwand oder Übungsaufwand, aber ansonsten beide gleichwertig. Jawohl, die Slishman Traction Splint bekommt ihr bei Vero. Wir blenden euch den Link unten ein unter vero.de. Schreibt uns, wie gesagt, gerne eure Kommentare mit dazu. Habt ihr schon Erfahrungen? Schreibt es uns unten mit rein. Oder möchtet ihr noch was wissen? Habt ihr Fragen dazu? Dann natürlich gerne auch. Ansonsten liken, Abo und Glocke klicken, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch weniger Einsätze für die Zukunft und wenn dann gute. Macht's gut. Danke. Ciao.